BMW und Roadster. Das ist eine knapp 100 Jahre alte Love Story. Denn bereits vor dem Zweiten Weltkrieg haben die Münchner wirklich tolle Cabrios produziert, wie den BMW 328. Doch BMW und Roadster ist auch eine On-Off-Beziehung, denn nach dem ikonischen BMW 507 aus den 50er Jahren kam jahrzehntelang nichts. Bis die Münchner vor genau 30 Jahren das präsentiert haben. Den faszinierenden BMW Z3. Und dieses gute Stück hier hat alle Zutaten für den perfekten Roadster. 6-Zylinder unter der Motorhaube, ein 5-Gang-Getriebe in der Mitte und natürlich Heckantrieb. Das Ganze macht einfach nur unglaublich viel Spaß. Bei einem Gewicht von knapp 1,3 Tonnen, 2,8 Litern Hubraum und eben 193 PS ist es, ich lege mich fest, vielleicht die purste Form der Fahrfreude, die ich je erlebt habe. Die Lenkung ist einfach ehrlich, nicht zu direkt, aber auch nicht so schwammig, einfach authentisch. Die Bremse super zu dosieren, aber mein Highlight ist diese Motor-Getriebe-Kombination. Das Auto fährt nicht, als wäre es 30 Jahre alt. Das Auto fährt, als wäre es gestern auf den Markt gekommen. Es ist einfach so unbeschwert. Unbeschwert und ein gute Laune-Mobil. Ich kann es nicht verstecken. Ich muss einfach grinsen. Aber bitte lasst euch nicht täuschen. Es sieht vielleicht etwas klein aus hier. Ja, ich bin auch kein Maßstab. Ich sag's nochmal, ich bin knapp 2 Meter groß. Aber ich kann trotzdem eigentlich ziemlich uneingeschränkt fahren. Habe ich viel Platz? Natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, es passt. Ich kann kuppeln, sogar in den Rückwärtsgang gehen, ganz gemütlich lenken und umdrehen und einmal noch den Berg rauffahren. Aber wisst ihr, was eigentlich am besten ist? Man hört nichts außer diesen fabelhaften Reihen 6-Zylinder-Motor. Es gibt kein Piepsen, kein Geplänkel von irgendwelchen Assistenzsystemen. Man hatte nur einen Airbag, manuelle Klimadrehschalter und nichts lenkt einen vom Kern des Z3s ab. Und das ist einfach purer Fahrspaß. Genial. Alle Z3s wurden in Spartanburg in den USA gebaut und das ist kein Zufall, denn die USA ist natürlich der stärkste Markt für ein leichtes, schönes Cabrio, in dem man, weiß ich nicht, quer durch Kalifornien fährt. Und mit knapp über 20.000 Stück war es jetzt kein Flop, aber dennoch habe ich das Gefühl, dass so ein Z3 ziemlich underrated ist. Ich sag's euch, das macht süchtig. Genau die richtige Leistung, eine perfekte Balance und man kann Zwischengas geben, muss man aber nicht. Das Auto ist 30 Jahre alt, aber immer noch perfekt. Der BMW Z3 fährt nicht nur so, als wäre er erst gestern auf den Markt gekommen, er sieht auch zeitlos schön aus. Die Nieren, die Lichter und die allgemeinen Proportionen sind einfach unglaublich gut gealtert und genau das sehen wir 30 Jahre später auch im aktuellen und vorerst letzten BMW Z-Modell. Der BMW Z4, so wie er hier steht, in wunderschönem dunkelgrün als BMW Z4 M40i und das heißt 6-Zylinder und Handschalter. Also die richtigen Gene hat er in sich. Die Wurzeln sind gleich, aber hier sind wir im 21. Jahrhundert. Und Mamma mia, ist das auch gut. Zuallererst muss man sagen, dieser Z4 der letzten Generation und ich sag's wie es ist, auch der vorerst letzte Z4, der wäre ohne Toyota gar nicht möglich gewesen, denn wie ihr vermutlich wisst, teilt sich die Toyota Supra
und der BMW Z4 eine Basis. Und dadurch gibt es auch das jetzt 6-Gang-Schaltgetriebe gepaart an dem vermutlich besten BMW-Motor der letzten 10 Jahre, den B58. Hier mit 340 PS bei rund 1500 Kilo ist das Wahnsinn. Es ist natürlich erwachsener geworden im Vergleich zum BMW Z3 von vor 30 Jahren, aber es ist noch genauso lässig. Denn was braucht es mehr als einen handgeschalteten 6-Zylinder BMW mit Hinterradantrieb? Ja, auch in 2025 bleibt BMW seinen Wurzeln treu und dafür gehören sie gelobt. Und das Lob hat BMW verdient, denn das Gesamtpaket, das hier im BMW Z4 M40i geboten wird, ist grandios und das gibt es eigentlich kaum mehr. Das Auto hat im Innenraum jeden Komfort, den man sich wünscht, hat ein tolles Infotainment-System, Sitzheizung, ein super tolles Lenker mit echten Knöpfen. Aber noch viel mehr ist es fahrdynamisch einfach großartig. Wirklich großartig. Egal ob auf der deutschen Autobahn mit 200 km/h oder eben hier in den Alpen. Das Ding ist bestimmt eines der besten zweisitzigen Roadsters, die es noch am Markt gibt. Die Lenkung ist spot on. Das Fahrwerk natürlich adaptiv und somit kann es alles, egal ob Komfort oder Sport. Aber ich habe es natürlich schon gesagt, aber ich sage es nochmal. Motor und Getriebe sind vielleicht das Beste, was es gibt. Abgesehen von irgendwelchen High-End M-Modellen oder Porsches GT3-Fahrzeugen. Fuck, ey. Vorhin der Z3, jetzt der Z4. Das macht süchtig. Du bekommst das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Es ist Fahrspaß, es ist gute Laune auf 4 Rädern. Doch jetzt werden wir langsam ein bisschen ruhiger und reden mal Klartext. Denn jede Sonnenseite hat auch eine Schattenseite. Und die ist ganz klar. So ein Roadster ist kein gutes Geschäft. BMW verdient an solchen Autos nicht massig viel, weil die Nische relativ klein ist an Leuten, die sich dafür interessieren. Und das heißt, 2026 wird die Produktion dieses Autos eingestellt. Und natürlich heulen wir Autofans. Ja, schade drum, aber das heißt auch, es gibt jetzt noch die Möglichkeit, sich so ein geniales Ding zu kaufen. Denn eins ist fix. Allzu lang wird es diese Kombination nicht mehr geben. Und ja, ich höre sie schon, irgendwelche Kommentare oder Meinungen und sagen, ja, so ein Z4, das ist ein Frauenauto. Habe ich auch gedacht. Und dann bin ich gefahren. Ich sag's euch, das ist Munich's Finest. Auf die Spitze getrieben. PS. Falls du denkst, du brauchst 500 PS, nein, brauchst du nicht. 340 PS sind mehr als genug. Und abschließend sage ich euch einfach nur eins. Wer das Autofahren liebt, der sollte mal einen Blick auf diesen 2025 BMW Z4 M40i mit Handschalter werfen. Und wer es oldschool mag, ihr wisst, was ihr nehmen sollt.
Danke fürs Zuschauen. Ich fahre noch ein bisschen. Let's go, Age. Wow, ist das geil.